Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Zeit für ein Monatsupdate und ich freue mich riesig, dass ich euch das heute präsentieren darf. Ja, wir haben Halbzeit, das heißt Juni ist vorbei und wir sind im Juli angelangt in der zweiten Hälfte des Jahres. Die Zeit rast einfach nur so dahin. Ja, bitte entschuldigt meine Stimme, denn die Erkältung hat mich noch immer vollkommen im Griff. Ich muss auch noch Antibiotika einnehmen, aber ja, es wird zunehmend besser. Ja, woran habe ich im Juni gearbeitet? Es waren insgesamt 7 Kreuzstichprojekte, ein Bernenstickprojekt und ein Diamond Painting. Wir werden heute wieder mit dem kleinsten Projekt anfangen, danach die Neuanstiche, dann das Perlenstickprojekt und zum Abschluss das Diamond Painting. Danach werde ich euch noch einen kurzen Ausblick geben, was im Juli noch ansteht, welche Videos noch geplant sind und woran ich sticken werde. Ja, in diesem Sinne, wir können starten und fangen mit dem kleinsten Projekt an. Ja, das kennt ihr bestimmt schon. Es sind die Gänse for Mushrooms von der Firma Joy Sunday. Ich habe das im Rahmen einer Kooperation erhalten mit der Firma VIP Cross Stitch. Ja, die Gänse sind 56 Stiche hoch und 73 Stiche breit. Ja, es sind 30 Farben und ich habe sie auf 14 Count Aida gestickt und im April diesen Jahres gestartet. Ja, es ist fast ein Finish, denn eigentlich alle Kreuze sind gestickt. Ich komme ein bisschen näher. Man sieht der Hintergrund, also hier das Blau und auch hier, sowie hier unten das Gras. Das sind alles Halbstiche und der Rest ist im vollen Kreuz gestickt. Ja, was fehlt noch? Es sind die French Knots. Diese befinden sich im Bereich der Pilze und natürlich auch die Augen der Gänse. Und dann fehlen natürlich noch alle Backstitches. Und das sind eigentlich alles Umrandungsstiche. Ja, dann, wenn das komplett beendet ist, gibt es natürlich wieder ein kleines Finish-Video. Ja, ja, auch hier wieder mal eine Nadel. Also bei mir findet man in fast allen Stoffen eine Nadel. Ja, also ich bin da gut vorangekommen. Ihr werdet es im Vorherbild sehen. Ich hatte nur die erste Gans fertig und ein Teil des Grases und der Pilze und habe die zweite Hälfte und den Korb alles jetzt fertiggestellt. Ja, die Backstitches werden doch noch einige Zeit brauchen, aber ja, es geht dahin. Ja, das ist eigentlich mein erstes Projekt, ein kleines Handtaschenprojekt. Ich hatte es auch mit im Urlaub, aber ich habe im Urlaub nicht sehr viel daran gestickt. Gut, dann kommen wir zum zweiten Projekt. Auch das ist ein bekanntes WIP. Da hat sich sehr viel getan. Es ist das Seaview Girl, auch von der Firma Joy Sunday. Ich habe es in einem China-Shop gekauft. Es ist 148 Stiche hoch und 109 Stiche breit und ich sticke es auf 16 Count Aida. Ja, insgesamt hat das Bild 41 Farben
und auch das habe ich im April dieses Jahres gestartet. Ja, was ist da dazugekommen? Ich hatte ja nur hier den Himmel mit den Wolken im letzten Monat fertig und es ist ein Riesenstück dazugekommen. Also dieser obere Teil, also ich schätze mehr als 50%, wahrscheinlich sogar 2/3 des Bildes sind fertig. Ja, jetzt fehlt noch der untere Teil. Ja, es stickt sich sehr schnell. Man sieht, es ist viel Color Blocking. Das geht natürlich schnell voran. Hier, wo die Schleife ist im Haar, waren Konfettistiche, aber ja, das war nicht so schlimm. Ja, natürlich, jetzt fehlen noch eine Menge Backstitches. Ich glaube, 5 Farben Backstitch gibt es da. Und ja, natürlich danach noch auswaschen, das Bild. Wie gesagt, das hatte ich im Urlaub mit und es war eigentlich das Projekt, wo ich am meisten daran gestickt habe. Das Sea View Girl von der Firma Joy Sunday. Ja, dann kommen wir schon zu einem größeren Projekt. Projekt Nummer 3. Auch ein bekanntes Projekt. Ja, der Erdbeerzwerg. Der Erdbeerzwerg ja, ist von Spring Brand, auch gekauft in einem China-Shop. Wird 217 Stiche mal 217 Stiche groß, also er ist quadratisch. Das Bild hat 58 Farben und ich sticke es auf 14 Count Aida. Auch dieses Bild habe ich im April dieses Jahres gestartet. Ja, es ist da nicht so viel dazugekommen. Wir hatten ja schon diese Erdbeere fertig. Ja, jetzt ist ein bisschen noch von der Blüte dazugekommen. Hier ein Teil der Mütze. Ja, und diese Erdbeere ist noch dazugekommen. Ja, so viel hat sich jetzt nicht daran getan, aber es wird auch schon langsam. Geht es voran. Ja, aber es macht auch noch immer sehr viel Spaß daran zu sticken. Und ich finde auch in der Kamera, es kommt wirklich, wirklich gut raus, dieses Bild. Wirklich ein tolles Motiv. Der Erdbeerzwerg von der Firma oder von der Marke Spring Brand. Ja, dann kommen wir zum nächsten größeren Projekt, Projekt Nummer 4. Da sind wir bei der Aqua Lady. Ja, ich bringe das natürlich wieder nicht ganz ins Bild. Das geht sich nicht aus. Also ihr wisst, es ist sehr lang, also 50 mal 70 Zentimeter. Ich versuche noch ein bisschen. Na, funktioniert jetzt nicht. Aber ich zeige euch jetzt nur den oberen Teil, dass man sieht, woran ich gestickt habe. Ja, die Aqua Lady ist von der Firma Waterpiece. Habe sie auch dort gekauft auf der Website. Wird wie gesagt 50 mal 70 cm groß. Das sind 440 mal 314 Stiche. Ich sticke es auf 16 Count. Das Bild hat 50 Farben und ich habe es im Januar dieses Jahres gestartet. Ja,
was ist dazugekommen? Ihr werdet es sehen im Vorherbild. Also hier hat noch ein Teil gefehlt und dieser ganze Block ist dazugekommen. Man sieht hier, ich habe hier wieder meine backenden Fäden. Die habe ich normalerweise schon ein bisschen aufgewickelt, aber jetzt, da ich euch ja das Bild zeigen möchte, lasse ich sie hier so lose hinunterhängen. Ja, ich habe im Juni 5380 Stiche an diesem Bild gemacht. Das heißt, es sind 3,9% jetzt dazugekommen und insgesamt bin ich jetzt auf 19,31%. Das heißt, ich habe fast 20%, also ein Fünftel des Bildes geschafft. Ja, ich finde, sie kommt ganz toll raus, die Aqua Lady. Wie gesagt, sie ist von der Firma Waterbiz und ich habe jetzt eine Nachricht erhalten von der Besitzerin der Firma, also von Sandy von Waterbiz. Die hat sich ein älteres Unboxing-Video angeschaut, nämlich genau von der Aqua Lady und auch, da war ja noch ein zweites Kit dabei, das war die Dame, die Kaffee trinkt. Und in diesem Video habe ich ja beanstandet, dass der Druck nicht sehr gut ist. Und ja, wie gesagt, besonders bei der Lady, die den Kaffee trinkt, ja, kann man vieles nicht lesen beim Druck. Und man muss auf jeden Fall mit der Papieranleitung arbeiten. Ja, ich arbeite hier auch mit der Papieranleitung, denn besonders im Bereich jetzt dieser roten Flächen, oder hier sieht man es besonders gut, ist der Druck wirklich kaum lesbar. Ja, wie gesagt, jedenfalls hat mich Sandy kontaktiert und hat mir angeboten, mir einen neuen Stoff zu schicken von den 2 Kits, die ich damals erworben habe. Das war so Ende Dezember, Anfang Januar dieses Jahres. Ja, jedenfalls habe ich ihr mitgeteilt, da ich ja an diesem Bild schon mehr als 25.000 Stiche gemacht habe. Also das in allem, glaube ich, sind über 26.000 Stiche. Äh, möchte ich das Bild nicht mehr neu anfangen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn sie mir den Stoff von dem anderen Kit, also von der kaffeetrinkenden Lady, schicken würde, denn da war ja der Druck noch schlechter und ja, sie hat dem Ganzen dann zugestimmt. Also ich bedanke mich jetzt bei Sandy von der Firma Waterbiz für ihre Unterstützung, denn ja, ich habe das eigentlich ja schon angefangen und ja, also vielen Dank. Gut, ja, das war die Aqua Lady von der Firma Waterbiz. Ein riesiges Projekt. Aber es geht ja noch eine Spur größer und wir kommen zum Projekt Nummer 5. Auch das kennt ihr schon. Ich zeige euch mal die volle Länge. Also hier unten bin ich schon angekommen. Es ist das Wild Child. Gekauft bei der Firma Cross Stitch for Everyone auf Etsy, das Muster. Also ihr seht, es ist gezählter Kreuzstich. Ja, der Stoff ist schon ziemlich schmutzig. Das liegt ja auch daran, dass da ich dieses Bild schon sehr oft in der Hand hatte, denn ich habe es gestartet im Juni 2023.
Ja, es wird 504 Stiche hoch und 336 Stiche breit. Das Bild hat 80 Farben und ich sticke es auf 18 Count Aida mit CXC Garn. Ja, was ist dazugekommen? Also ich habe jetzt nur diese Seite hier fertiggestellt. Übrigens ist es Seitenfinish Nummer 22 schon. Ja, es fehlt, man sieht, also dieser Teil hier und dann ist es irgendwann einmal fertig. Aber aktuell bin ich bei 60,02%. Ja, was ist dazugekommen? Ja, wie gesagt, in diesem Bereich waren es dann 770 Stiche. Also das sind nur 0,45%. Ja, es sind insgesamt über 60%. Das heißt, mehr als wie die Hälfte ist schon geschafft. Ja, ich finde, das Gesicht kommt wahnsinnig toll raus. Und ich mag das Bild besonders gern, weil es so farbenfroh ist und die Farben wirklich knallig sind. Wirklich ein tolles Motiv. Ja, Wild Child von der Firma Cross Stitch for Everyone. Ich verlinke natürlich alles wieder in der Beschreibung. Ja, okay, kommen wir zu dem nächsten Bild, Projekt Nummer 6 oder auch mein erster Neuanstich. Ja, auch das kennt ihr schon, denn ich habe eine Stickzeit damit gedreht und ich habe auch ein Unboxing-Video gezeigt. Es ist der Happy Sea Otter von Fairy Brand. Ja, ich habe auch das erhalten im Rahmen einer Kooperation mit der Firma VIP Cross Stitch. Ja, das Bild hat 96 Farben, davon 56 normale Farben und 40 Mischfarben. Es wird 250 mal 250 Stiche groß und ich sticke es auf 14 Count Aida und wie gesagt, es war ein Neuanstich in diesem Monat. Ich werde noch ein Stück raufkommen, dass ihr seht, wie groß das Bild ist. Ja, man sieht ja, was habe ich geschafft. Ich habe hier einen Teil des Hintergrundes gestickt. Das Vorschaubild blende ich euch natürlich wieder ein. Und hier ist der erste Teil des Otters zu sehen. Also ich glaube, das wird jetzt das Ohr des Otters. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist wirklich, wirklich Konfetti pur. Also dieser kleine Teil hat Unmengen Konfettistiche. Ich glaube, ich habe für diesen Teil genauso lange gebraucht wie für den restlichen Hintergrund. Ja, auch hier arbeite ich mit gebarkten Fäden. Ich habe sie hier ein bisschen geflochten, denn das ist ja ägyptische Baumwolle und ja, die verheddert sich und verknotet sich sehr schnell bei mir. Aber das habe ich euch ja schon mehrmals in einem Video erzählt. Ja, das sind jetzt, dieser Bereich sind 3908 Stiche und in etwa 7,84%. Ja, ich sage jetzt in etwa, denn es ist ja kein Vollbild und das hier oben sowie hier an diesen Stellen, das wird ja nicht gestickt. Ja, das Motiv finde ich ja total niedlich, aber ich muss sagen, es ist wirklich schwer zu sticken mit diesen vielen Konfettistichen und ja, es wird jetzt nur langsam vorangehen. Ich freue mich auch riesig, da es
auch eine Zuschauerin gekauft hat und so auch mein Stitch Buddy geworden ist. Ja, ich hoffe, ihr Bild ist jetzt mittlerweile schon angekommen und sie zeigt mir dann auch mal ihre Fortschritte an dem Bild. Ja, der Happy Sea Otter von der Marke Fairy Brand. Ja, dann kommen wir auch zu meinem letzten Kreuzstichprojekt und auch gleich zu meinem zweiten Neuanstich. Ja, wieder ein riesiges Motiv. Ich glaube, ich habe fast nur riesige Motive. Ich zeige euch mal das ganze Bild. Ja, auch das wird wieder 50 x 70 cm. Und ihr seht ja schon im Vorschaubild, es ist dieses kleine Mädchen von der Firma Waterbiz. Ja, ich habe das Bild erworben im Rahmen der Waterbiz Auktion und es ist genauso wie die Aqua Lady, 440 Stiche hoch und 340 Stiche breit und es hat 50 Farben, aber im Gegensatz zu Aqua Lady hat dieses Bild auch Mischfarben. Ja, es hat ganz einen anderen Druck. Man sieht das sofort, also der Druck ist wirklich top, wirklich einwandfrei, also jetzt nicht zu vergleichen wie bei der Aqua Lady. Hier gibt es auch nicht so viele rote Symbole, sondern der Druck ist eher in Grün und Blau gehalten. Ja, ich sticke sie auch auf 16 Count Aida und habe, wie gesagt, dieses Monat gestartet. Ja, man sieht ja, es ist nur dieser kleine Teil hier oben. Der besteht übrigens schon vorwiegend aus Mischfarben. Und das sind jetzt 400 Stiche, also das sind uns insgesamt 0,28%. Also ja, nicht unbedingt der Rede wert, aber es ist ein Neuanstich. Also daran werde ich auf jeden Fall arbeiten, aber es wird noch lange dauern, bis ich zu dem Gesicht komme, denn ich arbeite ja meistens so Block für Block und Reihe für Reihe, außer bei dem gezählten Kreuzstich, da arbeite ich gerne im Diagonal. Ja, das ist das kleine Mädchen von der Firma Waterbiz. Oh ja, und da wären wir auch schon durch mit meinen Kreuzstichprojekten. Dann kommen wir zum Bernenstickprojekt. Ja, auch daran habe ich bereits voriges Monat gearbeitet. Das heißt, ihr kennt es natürlich auch. Ja, der Tiger. Gestickt ist der ja auf 9 Count Aida und es sind diese Kunststoffperlen. Was ist dazu gekommen? Insgesamt habe ich 18 Reihen dazu gestickt, also circa die Hälfte ist dazu gekommen. Und ja, ich finde, obwohl es diese großen Kunststoffperlen sind, kommt der Tiger bis jetzt sehr gut raus. Also mir gefällt das auch trotz der großen Perlen. Ich weiß, manche mögen sie gar nicht, aber ich zeige euch das jetzt mal aus der Nähe, wie schön sich die Perlen dort legen. Ja, sehr schön. Ja, auch hier ist der Druck sehr gut. Es lässt sich wirklich gut ohne Anleitung sticken. Ja,
das Maul ist fertig, die Nase ist fertig und wir werden uns jetzt so Richtung Augen hinaufarbeiten. Jo. Ein schönes Projekt, so zwischendurch einmal eine Reihe sticken. Ja, gefällt mir so gut. Ja, und ganz zum Abschluss zeige ich euch noch ein Diamond Painting Projekt. Ja, mittlerweile habe ich auch wieder nach 5 Jahren mit Diamond Painting begonnen. Das hat sich dann so ergeben, da ich eine Kooperationsanfrage hatte und ja, dachte mir, ja, warum denn nicht? Ich habe das früher ja auch recht gerne gemacht und so werde ich jetzt ab und zu noch ein paar Steinchen kleben. Ja, das Projekt zeige ich euch. Ich habe ja auch dazu natürlich ein Unboxing gemacht. Es ist dieser Fuchs in diesem Glasmosaik-Stil. Er hat 26 Farben und ich habe jetzt in diesem Bereich, dieses Eck, habe ich schon gepaintet und ein bisschen hier in diesem Eck die braunen und schwarzen Steinchen geklebt. Ja, ich zeige euch das mal ein bisschen von der Nähe. Die Steinchen also sind wirklich recht gut. Es sind Acrylsteine, aber sie haben fast keine Nasen. Und ja, die Klebekraft ist wirklich toll. Also die kleben total gut. Das Einzige, was nicht so gut war, ich hatte bei meinem Toolkit kein Wachs dabei. Auch bei dem zweiten Bild, das ich bei der Kooperation erhalten habe, war kein Wachs dabei. Aber kaum hatte ich das Video veröffentlicht, hat sich auch schon die Firma, ja, es ist von der Firma Diamond DIY, bei mir gemeldet, haben sich dafür entschuldigt, dass kein Wachs dabei ist und sich auch gleich angeboten, mir welches zu schicken. Das habe ich dann abgelehnt, denn ich habe ja, wie gesagt, noch Wachs zu Hause von meinem früheren Diamond Painting. Ja, ich finde dieses Orange, also es sieht hier in der Kamera ein bisschen gelb aus, sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber wir werden dann sehen, wie das dann wirkt, wenn das Bild fertig ist. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Und dann wären wir auch schon beim Ende angelangt. Ja, wie versprochen, noch ein kurzer Ausblick, was sich im Juli noch alles tun wird. Ja, Juli ist Zeit für Christmas in July und da habe ich mir gedacht, werde ich auch ein paar winterliche Motive sticken. Ja, Weihnachtsmotive habe ich jetzt nichts gefunden, woran ich sticken möchte, aber ich habe auf jeden Fall 2 winterliche Motive, daran werde ich dann sticken im Juli. Dann natürlich auch an ein paar Projekten weiterarbeiten, die ihr jetzt gesehen habt. Und ja, videotechnisch wird es auch wieder eine Stickzeit geben oder auch mehrere Stickzeiten, wo ich euch mitnehme an meinen Projekten. Und es wird auch noch ein Unboxing geben von der Firma Painting Fairy Cross Stitch. Da gibt es ja mittlerweile Unmengen Unboxings von meinen YouTube-Kolleginnen. Ja, mein
Kooperationspaket von der Firma Painting Fairy Cross Stitch ist erst jetzt angekommen. Also das ganze Bild war, das ganze Paket war circa 1 Monat unterwegs. Also da ist es irgendwo hängen geblieben. Aber wie gesagt, da wird es dann, ich vermute, nächsten Freitag ein Unboxing geben. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wünsche euch auch eine schöne, hoffentlich gesunde Zeit. Und wir sehen uns dann natürlich wieder nächsten Freitag. Bis dahin, tschüss.